Hallo, herzlich willkommen zu CaseKing TV. Heute mit dem Thema SSDs. In einem der letzten Videos hat mich jemand in den Kommentaren gefragt, Stefan, wie sieht eigentlich dein privater PC aus? Nun, meinen ganzen PC will ich euch jetzt hier nicht vorstellen im Video, aber SSDs fehlen in keinem meiner Rechner mehr. Nicht gelogen, wirklich meiner Meinung nach das sinnvollste Upgrade, was ihr zurzeit eurem Computer spendieren könnt. Nun, was sind SSDs? Im Grunde genommen die Weiterentwicklung der HDDs, der normalen Festplatten. Diese ja seit jeher bekannt, Magnetscheiben, auf denen Daten gespeichert werden. Was ist nun eine SSD? SSD ist im Grunde genommen Arbeitsspeicher als Datenspeicher. Der große Unterschied ist, Datenspeicher darf nicht flüchtig sein. Das ist bei Arbeitsspeicher natürlich der Fall. Wenn ihr dort also den Strom ausschaltet, kennt ihr, ist alles weg aus dem Arbeitsspeicher. So ist er auch konzipiert für schnelle Zwischenlagerung. Der SSD-Speicher ist nun aber nicht flüchtig. Sonst würde es auch keinen Sinn geben. Strom aus, alle Daten weg, wäre ein bisschen bescheiden. Davon gibt es nun verschiedene Varianten. Einige eignen sich für die Desktop-Bereiche, andere für die Notebook-Netbook-Bereiche und die schauen wir uns gleich mal an. Es gibt verschiedene Arten von Zellen, auf die möchte ich jetzt nicht viel weiter eingehen. Dort gibt es verschiedene Bauarten. Wir werden ein paar uns angucken. Wichtig sind natürlich immer die Schreib- und Leseraten sowie die Input-Output-Operations, die möglich sind, die sogenannten IOPS. Begrifflichkeit erklären wir euch bzw. blenden wir euch natürlich noch ein. Schauen wir mal, was wir hier haben. Wir fangen mal ganz klein an. Dort haben wir eine OCZ Nocti. Ganz klein für Mini-SATA. Wie ihr euch denken könnt, natürlich eher für den Notebook-Bereich. Apple beispielsweise hat sowas auch verbaut. Hier habt ihr also die Mini-SATA-Schnittstelle und habt in dem Fall 60 GB. Das Ganze unterscheidet sich dann auch noch von anderen Modellen in der Verwendung des Controllers. Hier jetzt einer der bekanntesten Chipsätze verbaut, der SandForce. Die Firma SandForce ist hier führend in dem Bereich. Hier ist jetzt ein SandForce 2100 Chipsatz verbaut mit einer Leserate von 280 MB die Sekunde und 260 MB die Sekunde beim Schreiben. Die Input-Output-Operations haben wir hier bei 12.500. Wir werden jetzt immer eine kleine Grafik einblenden, sodass ihr besser nachvollziehen könnt, wie ist eigentlich der Geschwindigkeitsunterschied. Ganz unten auch mal die Geschwindigkeit einer normalen Festplatte, damit ihr auch hier den Vergleich mal habt, wie viel schneller ist die SSD eigentlich, was bringt es mir. Als nächstes haben wir eine sehr schöne Lösung für alte Geräte, für alte Notebooks, und zwar die MX Nano von Mach Extreme. Dort haben wir einen alten ATA-Anschluss. Das bedeutet wirklich für das alte IDE noch. Und damit könnt ihr ältere Notebooks ohne Probleme aufrüsten. Die Geschwindigkeit werdet ihr deutlich merken. Hier wurde ein Ease-2-Controller verbaut, relativ unbekannt unter den Desktop-Lösungen. Und wir haben hier eine Leserate von 120 MB die Sekunde und 90 MB Schreibrate. Die IOPS liegen bei 5200. Weiter geht's mit einer weiteren im 1,8 Zoll Format, mit der MX MDS SSD, also auch von Mach Extreme. Wir haben hier auch Mini-SATA als Schnittstelle, haben ebenfalls einen SandForce Controller, hier den 1200er, mit Leserate von 285 MB und einer Schreibrate von 275. Die IOPS sind hier bei 30.000 schon. Wie ihr seht, also auch hier nochmal deutlicher Zugewinn, alleine über die Schnittstelle. Natürlich auch immer sehr wichtig, ATA, SATA, SATA 2, SATA 3, PCI Express. Darüber entscheidet sich natürlich auch, wie schnell kann das überhaupt sein. Kommen wir zu der interessantesten Lösung für euch alle, die ganz normalen SSDs, die 2,5 Zoll. Wir haben hier euch mal zwei Beispiele rausgesucht von den ganzen Firmen, die wir im Angebot haben. Insgesamt bei allen SSDs, egal ob jetzt Nischenlösungen für Netbooks, Notebooks oder für den Desktop-Bereich, haben wir verschiedene Firmen im Angebot. Intel, ADATA, Samsung, Crucial, OCZ und Mach Extreme. All diese Firmen könnt ihr bei uns natürlich
jederzeit im Shop bekommen und von allen bieten wir entsprechend die SSDs an. Wir haben jetzt als nächstes Beispiel die ADATA S510-Reihe. Hier ist jetzt schon der neueste SandForce Controller verbaut, der 2281. Wir haben hier jetzt eine Leserate von 550 MB die Sekunde und eine Schreibrate von 510. Die IOPS liegen bei 85.000, also deutlicher Zugewinn gegenüber den 1,8 Zoll SSDs und deutlicher Geschwindigkeitsgewinn nochmal. Wichtig bei allen SSDs, dass der Trim-Befehl auch unterstützt wird, sofern möglich. Windows 7 installiert das gleich vorne mit weg, hat was mit dem Garbage Management zu tun, also mit dem, was ihr dann letztendlich löscht und wie die Zuordnungen sortiert werden danach. Als nächstes Beispiel die Intel aus der 520er Reihe. Hier haben wir den gleichen Controller, den SandForce 2281, also der gleiche wie bei der ADATA, aber andere Werte. Ihr seht, also sehr wichtig auch, wie die Firmware gebaut ist, wie die Architektur der SSD gebaut ist. Hier haben wir jetzt die gleiche Leserate, 550 MB die Sekunde und 520 aber beim Schreiben, also hier nochmal 10 MB obendrauf. Die IOPS allerdings etwas niedriger, 60.000. Welche von den beiden genau besser ist, sagen am besten Tests. Wir sagen aktuell, rein von der Geschwindigkeit her und von dem, was ihr bekommt, wäre definitiv der Technologiesieger die neueste Intel mit der 520er Serie. Die ADATA mit der S510 wäre unsere Preis-Leistungs-Empfehlung. Deutlicher Preisunterschied und sehr gut einzubauen. Was bleibt noch? Ganz rechts werdet ihr euch gefragt haben, wieso legt dann da eine Netzwerkkarte hin, eine kleine Grafikkarte? Was ist das? Dies hier ist auch eine SSD, diese allerdings im PCI Express Format. Das heißt, wie ihr seht, ihr habt ganz normal eine PCI Express Schnittstelle und ihr habt hinten auch natürlich keine Anschlüsse. Dies ist eine SSD auf einer PCI Express Platine. OCZ nennt sie RevoDrive. Der Vorteil gegenüber allen anderen ist natürlich die schnelle Anbindung an der PCI Express Schnittstelle. Entsprechender PCI Express Port natürlich vorausgesetzt. Hier haben wir jetzt das RevoDrive 3 liegen. Wir haben noch im Angebot natürlich auch das X2. Das X2 mal als absoluten Spitzenreiter aktuell auch mit dem SandForce 2281, also der gleiche Controller wieder wie bei der ADATA und bei der Intel, aber mit 1500 MB Leserate und 1225 MB Schreibrate. Das Ganze dann mit knackigen 200.000 IOPS. Das ist nochmal ein deutlicher Geschwindigkeitsgewinn. Hier müsst ihr bloß gucken, ist mein Mainboard damit kompatibel? Kann ich einen RevoDrive verbauen? Am besten mal Erfahrungsberichte suchen und dann könnt ihr das ganz gut sehen. Im Zweifel einfach beim Mainboard-Hersteller nachfragen. Wie ihr sehen könnt, es gibt eine Fülle an Möglichkeiten. Das Richtige wird auch für euch dabei sein. Ich kann aus eigener Erfahrung nur sagen, wenn ihr eine SSD verbaut, ihr habt einen deutlich schnelleren Systemstart, ihr habt deutlich schnellere Programmaufrufe, alle Sachen laden schneller, gerade auch Spiele, das Zwischenladen. Die Frage ist immer, wie viel wollt ihr tatsächlich einbauen, weil aktuell sind SSDs noch teurer als normale HDDs. Ich empfehle persönlich eine 60, 100, 120 GB Version, diese dann schön als Systemfestplatte mit euren wichtigsten Programmen, wichtigsten Spielen und dann habt ihr einen wirklichen Dazugewinn an Geschwindigkeit. Das macht deutlich noch was her und dann seid ihr so im Preisbereich, ich sag mal um die 100 Euro, 120 Euro und das finde ich ist für ein Upgrade wirklich lohnenswert, gerade in Notebooks, Netbooks. Vergesst bloß nicht, direkt Windows 7 neu installieren, damit ihr auch wirklich alles schön sauber installiert habt, ist mit das Wichtigste bei den SSDs, Neuinstallation. Nicht einfach nur rüber kopieren, dann werden sicherlich einige Befehle verschluckt werden. Insofern immer neu installieren. Wie ich denke, wirklich das beste Upgrade, was ihr im Moment machen könnt. Und ich hoffe, ich habe euch einen kleinen Überblick geben können. Fragen einfach unten in die Kommentare reinschreiben. Ich beantworte sie wie immer gerne. Und wir sehen uns wieder beim nächsten Mal, wenn auch euer PC nicht mehr Standard ist. Bis dahin.